Hallo und herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Heute möchte ich euch mal so einen kleinen Überblick über diese Reise, die wir jetzt gemacht haben, von Deutschland durch 8 Länder, knapp 4000 Kilometer in die Türkei. Und dabei möchte ich ganz gerne mal drüber berichten, über die einzelnen Städte, die wir besucht haben, ob sich das gelohnt hat oder ob es sich nicht gelohnt hat. Und natürlich dann im Gesamten natürlich auch, ob es sich gelohnt hat oder eben nicht. Fangen wir an mit dem ersten Tag, an dem wir gereist sind. Da sind wir nach Prag gereist. Auf dem Weg nach Prag sind wir nach Bayreuth gefahren und nach Pilsen gefahren, haben dort Stopps gemacht. Und es war überraschend, sage ich mal so, denn die Stadt Bayreuth war doch ein bisschen überraschend. Wir waren in der Eremitage gewesen und ja, das hatten wir jetzt da gar nicht erwartet. Es ist eine riesen Parkanlage mit so einem kleinen Schlösschen dabei. Und da besonders beeindruckend waren die Mosaiksteine, die wir da gesehen haben, an dem Gebäude selbst. Das sah richtig interessant aus und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nachdem wir dort waren, sind wir zum Wagner-Hügel sozusagen gefahren, auf den Hügel, wo die Konzerte von Wagner stattgefunden haben, oder ja, nicht stattgefunden haben, sie finden weiterhin dort statt. Das Gebäude wurde von Richard Wagner und der Familie gebaut, ausgebaut und wird weitergebaut. Und da waren wir dann noch kurz gewesen, was auch sehr interessant war. Letztendlich Bayreuth hat sich durchaus gelohnt. Wir haben natürlich nicht die Innenstadt gesehen. Da gibt es auch noch ein anderes Opernhaus, glaube ich, was man sich eigentlich angucken sollte, was wir aber auch nicht gemacht haben. Da hatten wir jetzt so nicht die Zeit dazu. Wir waren knappe 2 Stunden in Bayreuth. Das war schon ausreichend. Der erste Fahrtag war sowieso relativ lang, denn wir wollten ja noch nach Prag. Ja, der zweite Stopp war in Pilsen und die Biertrinker von euch dürften das kennen. Pilsen ist die Heimatstadt vom Pils. Es wurde dort erfunden, deswegen heißt das Pils auch Pilsen. Andersrum, deswegen heißt Pilsen auch Pils. Nein, das Bier heißt wie die Stadt. Und ja, wir sind natürlich in die Brauerei gegangen. Wir waren relativ spät da, abends um, ich glaube, 5:45, halb 6, 5:45. Das heißt, das Ganze war um 6 zu. Das heißt, wir konnten keine Rundfahrt mehr machen. Deswegen mussten wir das lassen und sind dann nur in den Shop gegangen, haben uns das Gelände so ein klein wenig angeguckt, haben im Shop ein bisschen was gekauft und ja, was haben wir wohl gekauft? Ein Pilz. Ein echtes Pilsener Urquell, denn das kommt da entsprechend auch her. Genau, ja, dann ging es natürlich weiter nach Prag, wo wir uns an diesem Tag und dann auch am nächsten Tag aufgehalten haben. Relativ abends spät angekommen, Hotel lag ganz gut. Wir sind dann da noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen, weil wir mit der Tesch auch laufen mussten, haben noch was gegessen und ja, der nächste Tag war dann in Prag selbst. Und ja, Prag ist eine wunderschöne Stadt, viele alte Gebäude, da kann man sehr schön durch die Stadt auch laufen. Große Fußgängerzone, wir haben diese astronomische Uhr auch gesehen. Und dann sind wir noch mit einem Schiff gefahren auf der Moldau, haben uns das da auch noch ein bisschen von Wasserseite aus angeguckt. Wir waren auf einer Burg noch gewesen, das war also auch sehr schön. Und auch sehr spannend. Ja, auf jeden Fall ist Prag eine Reise wert. Wir haben natürlich nicht alles gesehen. Es gibt noch jede Menge mehr zu sehen. Aber die Zeit hat nicht gereicht. Ein Tag reicht für Prag, jetzt nicht wirklich. Nächster Ort, wo wir hingefahren sind, war dann Wien. Auf dem Weg nach Wien haben wir uns Linz angeguckt. Und warum Linz? Scherife war in Linz gewesen, schon mal irgendwann vor 30, 40 Jahren und sagte, das war schön. Wir waren also da und haben festgestellt, naja, so schön war es jetzt nicht mehr. Es ist eine ganz nette Stadt, du kannst da schön an der Donau lang gehen, aber das war es dann auch. Innenstadt, okay, wir haben eine kleine Stadtrundfahrt gemacht mit so einem kleinen Bähnchen. Das war
ganz nett, aber mehr dann auch nicht. Wir sind dann weiter nach Wien und haben dort in einem Apartment-Hotel eingecheckt. Wir hatten ein schönes Zimmer gehabt und interessant war da, dass dieses Hotel mehr oder weniger zweigeteilt war. Teil 1 war das Hotel, wo man dann auch frühstücken konnte. Teil 2 von dem Hotel war etwa 500 Meter entfernt und da waren so ein paar Zimmer. Und da wir ja Hund dabei haben, waren wir dann dort untergebracht. Und das war trotzdem ganz schön. Also das Zimmer war schön, vor allen Dingen das Hotel war schön. Das hat mir also auch sehr gut gefallen. Es war mit so einem kleinen Garten und da haben wir dann auch Atesh mitnehmen können. Das war dann draußen, mitten in der Stadt sozusagen, aber trotzdem sehr grün. Das war sehr schön. Ja, von Wien haben wir natürlich auch einiges gesehen. Wir haben den nächsten Tag dann auch in Wien uns aufgehalten, haben die Hofburg gesehen, sind dann, weil es sehr heiß war, einmal kurz durch die Innenstadt durch, Stephansdom, und sind dann auf die Donauinseln gefahren oder zu den Donauinseln gefahren, haben da was getrunken, ein bisschen relaxed und sind dann abends nochmal in ein Schloss gegangen oder auch in den Schlossgarten gegangen und haben uns das da auch nochmal so ein bisschen angeguckt. Abends dann schön essen, Wiener Schnitzel natürlich, musste dann irgendwie auch sein. Ja, nachdem wir in Wien waren, da waren wir auch einen Tag geblieben, dann sind wir Richtung Budapest gefahren. Auf dem Weg dorthin wollten wir nach Bratislava, das haben wir dann auch gemacht, aber auf dem Weg nach Bratislava sind wir aus Wien raus Richtung Bratislava gefahren und dort gab es eine römische Stadt. Die haben wir uns angeguckt. Das war sehr interessant. Auch das haben wir so nicht erwartet. Das war sehr schön. Da haben wir uns dann auch ein bisschen länger aufgehalten und haben uns das da alles angeguckt. Sind dann noch mal ein Stück weiter gefahren. Diese Stadt ist zwar eine römische Stadt gewesen, ein Militärteil und ein normaler Teil. Und der normale Teil wurde dann immer mehr zur jetzigen Stadt, wie heißt es noch, habe ich wieder vergessen, Petronum. Petronell heißt es, genau. Und ja, das ist heute die Stadt. Das Militärlager existiert nicht mehr. Im alten Stadtteil waren wir dann auch ein bisschen gewesen. Da haben wir ja auch Filme gemacht davon und das war also auch super. Also jeder, der da in der Nähe ist, auf jeden Fall mal da vorbeifahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann ging es weiter nach Bratislava. Bratislava auch sehr schöne Stadt, hat uns auch so ein bisschen überrascht. Das ist ja die Hauptstadt der Slowakei. Und da sind wir auch durch die Stadt gegangen, haben so ein bisschen auch die Altstadt uns angeguckt. Wir waren oben auf dem Schloss gewesen, da wo dann auch das Parlament ist. Ja, das war ebenfalls sehr interessant und lohnt sich auch. Wir haben da 2 Stunden verbracht. Auch hier würde ich sagen, wenn man in Ruhe das Ganze sich angucken möchte, sollte man durchaus auch mal einen Tag dort bleiben. Wir haben das deswegen nicht gemacht, weil wir unseren Weg geplant haben mit 11 Tagen. Wir wollten maximal 2 Wochen reisen, um dann in der Türkei auch anzukommen. Das haben wir dann halt auch gemacht, aber auf dem Weg kannst du halt nicht alles sehen. Es gibt noch so viele andere Sachen dort zu sehen. Haben wir halt nicht geschafft. Von Bratislava aus ging es weiter nach Budapest und auch in Budapest haben wir auch einen Tag verbracht, einen ganzen Tag verbracht, haben uns dort auch die Stadt mal angeguckt. Budapest ist eine sehr schöne Stadt mit sehr vielen alten Häusern. Dort haben wir auch, wie auch in Prag, eine Hop-on, Hop-off-Tour gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man kurzzeitig dort ist. Man sieht im Grunde vieles, alles will ich mal jetzt sagen, nicht unbedingt, aber man sieht vieles. Und das haben wir halt gemacht und haben halt auch vieles gesehen. Aber auch hier würde ich sagen, 2 bis 3 Tage Budapest sollten es dann im Normalfall schon sein. Dann ist man nicht so sehr
gehetzt. Und man kann auch bei diesen Hop-on-Hop-off-Stationen dann öfter aussteigen und sich dann die entsprechenden Sachen angucken. Das ist dann natürlich auch ganz gut. Ja, von Budapest aus ging es dann weiter nach Rumänien. Ein Land, was wir so auch noch nicht kannten und wovor uns auch viele immer so gewarnt haben, ihr könnt ja nicht nach Rumänien fahren, das ist gefährlich dort und ja, alles Quatsch. Rumänien ist ein super Land, sehr schön. Wir sind zuerst nach Sibiu gefahren und überall dort steht nicht Sibiu, sondern Hermannstadt. Und haben uns diese Stadt angeguckt. Da war vor allen Dingen ganz interessant die Häuser, und zwar die Häuser mit Augen. Ich habe das jetzt hier als Bild auch mal eingeblendet, diese Häuser mit Augen. Wenn du da länger davor stehst, meinst du, die gucken dich auch an. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Naja, nichtsdestotrotz, Sibiu ist auch eine sehr schöne Stadt, kann man auch einen Tag verbringen. Wir sind abends angekommen, sind durch die Stadt gegangen und am nächsten Morgen dann halt auch wieder weitergefahren. Das Wetter war auch schlecht, es hat geregnet. Wir konnten zwar abends gerade noch so draußen Abendessen, aber dann wurde es dann halt schlechter. Es gab auch ein Konzert dort einer Musikerin da auf dem Marktplatz. Das haben wir uns auch so ein klein bisschen angehört, sind aber dann weiter und haben uns so ein bisschen noch das Städtchen angeguckt. Von Sibiu aus ging es weiter nach Bukarest und auf dem Weg nach Bukarest wollten wir zwei Sachen uns angucken. Das ist einmal das Schloss Bran, das eigentliche Dracula-Schloss. Also zumindest was die Werbung hergibt, das ist das Dracula-Schloss von Graf Dracula. Ihr kennt das vielleicht alles, es ist aber eine Geschichte, wobei so ein bisschen einen reellen Hintergrund es schon gibt. Der Graf Dracula sozusagen, der hat gelebt, hieß allerdings, glaube ich, auch anders. Vlad, glaube ich, hieß der, und hat dieses Schloss bauen lassen oder diese Burg, hat aber da nicht drin gewohnt, sondern in einem anderen Schloss. Er war als Schlächter sozusagen bekannt, als Pfähler, der die Leute dann gepfählt hat, wie auch immer. Und ja, das Schloss bzw. die Burg haben wir uns dann von außen angeguckt. Wie immer konnten wir bei vielen Sachen nicht reingehen, weil wir Attest dabei haben. Und den kannst du natürlich bei Hitze auch nicht im Auto lassen. Geht gar nicht, also lassen wir das dann auch. Was uns gefallen hat, waren die Anlagen, das Schloss selbst. Das war sehr interessant, sehr schön. Aber was uns nicht gefallen hat, ist der Massentourismus, der da mittlerweile entstanden ist. Da gibt es eine richtige Souvenir-Einkaufsstraße. Da kannst du dann Souvenirs kaufen, was wir auch gemacht haben. Aber wir brauchten einen Pin, also so ein Magnet für unseren Kühlschrank, also haben wir das da auch gekauft. Aber grundsätzlich finde ich das halt, was da passiert ist, ziemlich übertrieben gewesen. Ja, wir haben es uns angeguckt, sind weitergefahren dann und wollten in ein weiteres Schloss. Sind dort angekommen, mussten feststellen, ja, der Parkplatz ist nur mit rumänischem Geld nutzbar. Wir haben auf der ganzen Fahrt sehr selten, wenn wir in die Länder reinkamen, mit ausländischem Geld bezahlt, sondern immer mit Karte. Und da sind wir jetzt an die Grenzen gestoßen. Karte konnten wir da nicht nutzen, wollten die nicht. Euros wollten sie auch nicht, sie wollten rumänisches Geld, das hatten wir nicht. Also haben wir geguckt, dass wir einen Geldautomaten gefunden haben. Wir haben zwar den einen oder anderen gefunden, aber die Parkplätze, die ja vorne dran waren alle, da musst du überall Geld bezahlen. Das heißt, und wir hatten kein rumänisches Geld, also konnten wir da nicht bezahlen. Da gab es auch keine Diskussion. Hast du Geld, parkst du da, hast du kein Geld, parkst du da eben nicht. Also haben wir das Ganze gestrichen und auf das nächste Mal verschoben und sind dann halt weiter auch nach Bukarest gefahren. Ja, zu Rumänien vielleicht auch noch mal,
Es wird ein Land sein, das wir sicherlich noch mal besuchen werden, weil es ist sehr schön. Und wir haben eine Sache gesehen in Rumänien, Schloss Bran. Na gut, Sibiu haben wir auch gesehen. Da würden wir auf jeden Fall gerne noch mal hin. In die Umgebung von Sibiu gibt es noch so viele schöne Schlösser und Burgen und das muss man sich alles auch noch mal angucken. Also da wird man später auf jeden Fall auch noch mal hinfahren. Wir sind aber wie gesagt weitergefahren nach Bukarest und in Bukarest hatten wir dann auch ein Hotel mehr oder weniger mitten in der Stadt. Wir sind relativ spät am Abend angekommen. Gut, es war noch hell, aber es war trotzdem spät. Wir waren dann auch kaputt nach der langen Fahrt zum einen und den Besichtigungen oder der Besichtigung. Sind dann noch was essen gegangen und ja, am nächsten Tag sollte es weitergehen. Wir haben uns am Abend erstmal informiert, was gibt es da noch alles in Bukarest und haben festgestellt, dass wir dann auf dem Weg raus dann noch das eine oder andere sehen werden. Das haben wir gesehen, das Parlamentsgebäude, ein Riesenklotz und die Straße davor, wunderschön mit den ganzen Springbrunnen dabei. Das haben wir uns dann auch noch angeguckt. Mehr aber auch hier nicht. Auch hier Bukarest hat das eine oder andere noch zu bieten natürlich. Auch das würden wir auf jeden Fall noch mal uns angucken. Auch hier für Bukarest, sage ich mal, mindestens einen Tag, eher vielleicht sogar noch 2, wenn man alles in Ruhe machen will. Gut, von Bukarest ging es dann in die Türkei. Und zwar über Varna und dann nach, es war ja schon Bulgarien. Wir sind über die Grenze von Russe gefahren. Das war kein Problem, sind dann über Varna an einen kleinen Grenzübergang in der Türkei. Ja, und der Grenzübergang, wie ihr es vielleicht schon in unseren Videos gesehen habt, zu der Reise an sich, das war eine schlichtweg Katastrophe. Wir waren relativ früh da und konnten dann entsprechend, ja, ich will jetzt nicht sagen zügig, ja, zügig hat es nicht gedauert, wir haben 3,5 Stunden am Grenzübergang gebraucht, lag daran, dass dieser Grenzübergang nur eine Abfertigungsstraße hat. Und wir haben es ja, mehr oder weniger auch nicht so eingeplant, dass wir an einem Wochenende kommen. Ja, doch, wir haben es geplant schon, aber wir haben nicht gewusst, dass viele andere auch am Wochenende kommen, nämlich viele Rumänen, viele Bulgaren, die in der Türkei günstig einkaufen wollen. Der türkische Kurs ist schlecht, dementsprechend günstig ist es auch für die Bulgaren. Die sind rübergefahren, haben eingekauft und kurz übernachtet im Auto und dann wieder nach Hause gefahren. So soll das da sein. Also mussten wir warten und ja, die Schlange hinter uns wurde dann auch immer länger und vor uns wurde sie nicht schnell kürzer. Kurz bevor wir dann dran waren, gab es die Wachablösung. Das neue Team kam, hat erstmal einen Kaffee getrunken und ist dann irgendwann mal haben sie angefangen dann abzufertigen. Reisebusse haben sich auch noch vorgedrängt, die auch gemeint haben, sie haben die Vorfahrt. Und ja, das hat dann alles nicht ganz so hingehauen, wie es eigentlich geplant war. Ja, wir sind dann angekommen in diesem kleinen Hotel, schön im Wald gelegen mit so einem kleinen Restaurant dabei. Da haben wir dann abends noch schön Fisch gegessen, ein Bierchen getrunken. Das war richtig schön. Im Hotel haben wir auch gut übernachtet und sind dann am nächsten Morgen nach dem Frühstück, das wir dort auch bekommen haben, dann weitergefahren ja, weiter in die Türkei, um Istanbul herum nach Bolu und haben dort dann auch wieder bei Freunden eine Nacht übernachtet. Ja, nächsten Tag dann ab nach Hause über Samsun, wo wir noch einen kleinen Besuch abgestattet haben und dann sind wir nach Hause gefahren. Die Fahrt an sich ging dann relativ gut vonstatten. Wenn ich jetzt mal so überlege, das, was wir geplant haben, hat auch gut geklappt. Es gab da keine weiteren Komplikationen, außer die ich jetzt eben auch genannt habe. Wenn wir nochmal fahren würden diesen Weg, dann würden wir natürlich dann auch später mal ein bisschen mehr sehen von Rumänien zum Beispiel, vielleicht auch mal von Bulgarien. Das sind wir jetzt bisher immer nur durchgefahren. Aber auch da gibt es viele interessante Dinge zu sehen, was wir jetzt auch noch gar nicht auf dem Plan haben. Normaler Weg in die Türkei brauchen wir 3 Tage, jetzt haben wir knappe 12 gebraucht.
Man kann das Ganze natürlich, ich habe es ja jetzt eben auch schon gesagt, ziemlich ausdehnen und auf viele weitere Städte in den entsprechenden Ländern ausweiten und sich das dann auch nochmal angucken oder Schlösser angucken oder wie auch immer. Das würden wir auf jeden Fall später immer nochmal machen. Ja, was im Kopf geblieben ist, sind die tollen Städte Prag, Budapest, zumindest bei mir, und auch Sibiu. Was weiterhin gut war, war die Geschichte, dass wir in jedem Land oder auch in jeder Stadt, wo wir dann was gegessen haben, einheimische Sachen gegessen haben. Also das, was dort lokal bekannt ist, was man dort isst. Das fand ich richtig super. Das hat super auch Spaß gemacht. Und das haben wir jetzt hier in der Türkei teilweise auch fortgeführt. Wir haben noch so eine kleine Rundreise gemacht, da kommt das Video auch noch. Und auch dort haben wir die lokalen Spezialitäten gegessen. Ist ein Tipp für euch, macht das auch. Esst das, was dort vor Ort auch angeboten wird. Ja, wir haben viel gesehen. Ich habe mir das hier mal so ein bisschen aufgeschrieben. Wir haben sehr viel gesehen in den Ländern. Das war toll. Was vielleicht dann nicht so toll war, ist, dass wir viel gesehen haben und dass man das relativ schnell wieder vergisst. Deswegen machen wir auch hier unsere Videos. Wir gucken uns die auch selber dann nochmal an, damit wir wissen, ach, das war da und das war da. Wenn du so getaktet fährst und dir so viele Sachen dann auch anguckst, dann vergisst du durchaus das eine oder andere, auch wenn es erst ein paar Tage her war. Das ist leider so. Aber da müssen wir dann mal gucken. Was auch gut war, war, dass ich überall mit Karte bezahlen konnte, mit der Visa-Debit-Karte. Das heißt, es wurde dann auch immer relativ schnell, es hat eine Minute gedauert, wurde es abgerechnet, auch zu einem recht guten Kurs, den wir sonst so nicht bekommen hätten. Also auch das lohnt sich auf jeden Fall. Was war schlecht? Es war teilweise sehr heiß und wir reisen ja mit Hund und das ist halt ein bisschen schwierig dann auch mit Hund. Da mussten wir halt auch oft gucken, dass der genug Kühle hat und genug Pausen auch kriegt. Aber das lässt sich eigentlich dann auch gut machen. Ja, was auch schlecht war, war die Einreise Türkei. Das habe ich ja eben schon mal thematisiert. Dieser Grenzübergang, weiß ich nicht, ob wir den nochmal nehmen würden. Nur wenn es gar nicht mehr anders geht. Unsere Verbesserungsvorschläge für eine solche Reise ist, dass man sich durchaus mehr Zeit nehmen sollte. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 12 Tage gehabt, also es sind knapp 2 Wochen. Durchaus 3 Wochen wäre für diese Reise auch okay. Was auch noch gut wäre, wäre ein eigenes Hotel dabei zu haben, also Wohnwagen sprich, oder ein Camper oder sowas. Damit lässt sich diese Tour natürlich auch wesentlich besser machen und man ist dann nicht ganz so ja, gebunden an die Hotels, die wir ja vorab geplant haben. Die mussten wir übrigens auch vorab planen, weil wir sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, die eine oder andere Hotel zu bekommen. Denn die waren relativ schnell zu. Wir müssen ein Hotel haben, wo auch ein Hund rein kann. Und das hat eigentlich dann auch soweit geklappt überall. Ja. Die sind relativ schnell ausgebucht, weil eben viele Leute auch mit Hund reisen. Würden wir nochmal fahren? Da würde ich also ganz klar sagen, ja, durchaus. Andere Städte könnte man dann auch nochmal nehmen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt ja im Grunde 2 Wochen gefahren sind. Aber wir haben ja bei weitem nicht alles gesehen und auch nicht in den Städten, wo wir waren, nicht alles gesehen. Insofern würden wir nochmal fahren, würden wir uns nochmal das eine oder andere angucken. Und wir würden dann auch, sage ich mal, ein bisschen mehr Rumänien uns angucken. Gut, ja, letztendlich war es mit Hunden ein Problem, war es nicht. Wir haben weder hier in der Türkei noch in den einzelnen Städten großartig Probleme mit Straßenhunden gehabt. Straßenhunde sind allgemein sehr ängstlich, das heißt, sie kommen an, schnuppern. Und wenn du dann sagst, hier, geh weg, dann, falls sie ein bisschen aggressiver werden, dann gehen sie auch weg. Und das hat Ateş ganz gut gemacht, unser Hund, wenn jemand dem zu sehr auf die Pelle gerückt ist, dann hat er dem das auch gesagt.
hat er einmal gebellt und die sind dann von dann gezogen. Das hat also sehr gut funktioniert. So war unsere Reise. Wenn ihr mich jetzt fragt, ob ihr das auch mal machen sollt, ich sage, macht sowas. Auch wenn es nicht unbedingt in die Türkei geht, man kann ja auch einen Rundweg machen, an der Türkei vorbei, vielleicht bis Istanbul und dann wieder zurück. Sind halt ein paar Kilometer, fahrt ihr ein paar Kilometer. Aber 3, 4 Wochen Urlaubsreise, so einen Turn zu machen, ist schon durchaus drin. Was wir danach natürlich hier in der Türkei gemacht haben, wir haben uns ausgeruht so ein bisschen, denn anstrengend ist es schon. Wie gesagt, es war auch heiß und deswegen musste man da schon ein bisschen aufpassen. Noch ein Wort zur Rückreise. Unsere Rückreisetour ist ja so eine ähnliche Geschichte. Da sind wir noch ein paar Tage länger unterwegs und fahren ja über Griechenland, Albanien, Italien, über Sardinien, über Korsika und dann auch die Schweiz zurück. So ist der Plan. Ob wir das aktuell machen können, steht noch in den Sternen, denn wir haben für uns jetzt festgelegt, wir werden bei einer Hitze nicht unbedingt fahren wollen und im Moment sind dort teilweise bis zu 40 Grad. Wir haben jetzt Mitte August, wir fahren in einem Monat von hier wieder weg. Wir werden gucken, kurz vorher, ob es dann noch funktioniert, ob es dann noch heiß ist. Wenn es heiß ist, stornieren wir. Wenn es nicht heiß ist, fahren wir. So ist im Moment der Plan. Pläne können sich durchaus ändern, das wird man dann sehen. Aber gucken wir einfach mal, wie sich die Temperaturen dort machen. Ich habe gerade jetzt so gesehen, Sardinien, die letzten Tage ist es auf unter 30 Grad gegangen. Und das wäre dann schon eine Möglichkeit, wieder zu reisen. Ja, insofern kann ich euch nur raten, abonniert unseren Kanal, guckt euch die einzelnen Videos auch von der Hinreise mal an. Rückreisevideos kommen dann natürlich alle noch. Und ja, insofern sehen wir uns dann in einem weiteren Video. Vielen Dank fürs heutige Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.